Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 PS TV. Heute sind wir wieder unterwegs für die Serie Motorradtechnik im Detail in der KTM Motorhalle in Mattighofen. Und da hinten sind schon einige Exponate, wo dieses Herzstück drinnen steckt, über das wir uns heute unterhalten. Heute sprechen wir über den Viertaktmotor. Wie funktioniert der eigentlich in der Theorie, aber auch in der Praxis? Das schauen wir uns jetzt an. Kommt mit auf eine Reise ins Detail. Die Viertakte des Viertaktmotors sind Ansaugen, Verdichten, Arbeiten und Ausstoßen. Einlass, Verdichtung, Verbrennung, Auslass. Das wird sein Ansaugen, Verdichten, Verdichten, Zünden und Ausstoßen. Ja, warum heißt der Motor Viertaktmotor? Ganz einfach erklärt, die Arbeitsweise vom Viertaktmotor besteht, wie der Name schon so schön sagt, aus 4 Takten. Der erste Takt ist das Ansaugen, der zweite Takt ist dann das Verdichten und im dritten Takt wird dann die Arbeit vollbracht. Da wird das Gemisch, das Benzin-Luft-Gemisch entzündet und der Kolben bewegt sich nach unten. Und im vierten Takt wird dann anschließend das Abgas in den Auslasskanal gedrückt. Und dann beginnt das ganze Spiel wieder von vorne. Die wichtigsten Hauptbauteile sind natürlich Kurbelwelle, Kolben. Die Verbindung zwischen Kurbelwelle und Kolben stellt das Pleuel dar. Das sind die 3 essentiellsten Bauteile eines Verbrennungsmotors. Dann wird natürlich über die Kurbelwelle auch der Steuertrieb angetrieben. Der Steuertrieb wird mittels einer Kette angetrieben, in unserem Falle. Und der dreht dann die Nockenwellen mit halber Drehzahl. Und bei der Nockenwelle wird dann über Schlepphebel, also einer indirekten Ventilsteuerung, werden dann die Ventile betätigt. Kurbelwelle, extrem komplexes Bauteil natürlich. An einer Kurbelwelle, wie schon gesagt, sind die Pleuel befestigt, die das Verbindungsglied zwischen Kolben und Kurbelwelle herstellen. Die Kurbelwelle an sich besteht aus 2 Wangen zumeist. Bei einem V2-Motor zum Beispiel, da hat man Kurbelwangen drauf, die auch für den Massenausgleich zuständig sind. Es müssen natürlich auch die Massen ausgeglichen werden. Es entsteht immer wieder, wenn der Kolben nach unten fährt, eine gewisse Kraft und diese muss durch die Kurbelwangen ausgeglichen werden. An der Kurbelwelle ist ein Hubzapfen befestigt. Wir verwenden in der Regel geschmiedete Kurbelwellen, einteilige Kurbelwelle. Somit früher wurden die Kurbelwellen meistens aus 3 bis 4 Bauteilen gebaut, sprich den Wangen, einem Hubzapfen. Und heutzutage ist es eigentlich gang und gäbe, dass die Kurbelwelle aus einem Teil geschmiedet wird und dann bearbeitet. Wir versorgen die Pleuellager durch die Kurbelwelle durch, fahren mit dem Motoröl in die Kurbelwelle rein und treten dann direkt an der Lagerstelle, sprich an der Pleuellagerstelle, wieder mit dem Öl aus und gewährleisten somit einen verschleißfreien Kurbeltrieb. Naja, das Pleuel an sich ist ja, kann man sagen, ein relativ einfaches Bauteil, weil es ist ein Stab mit 2 Gelenken, der auf Zug und Druck belastet wird. Aber er muss eben halt über das Pleuel wird die vom Kolben wirkende Kraft auf die Kurbelwelle übertragen. Das Ganze soll natürlich wiederum möglichst leicht gestaltet sein, aber trotzdem haltbar. Und das ist die Schwierigkeit, eben das Teil halt möglichst kompakt, möglichst leicht, aber trotzdem haltbar gestalten. Wir verwenden bei den Pleueln im großen Auge mittlerweile in den Offroad-Motoren auch eine Gleitlagerung. Das ist einer der Punkte, wie es überhaupt möglich war, dass wir jetzt diese Drehzahlen und Leistungen realisieren. Mit einem Nadellager wäre das mittlerweile nicht mehr möglich. Und auch im kleinen Auge verwenden wir teilweise eine spezielle Buchse, DLC-Beschichtungen am Kolbenbolzen,
Bohrungen, um eine Schmierung zu gewährleisten, um so in Summe dann ein leichtes, gutes Bauteil zu erzielen. Am Kolben verwenden wir Bearbeitungen, zum Beispiel wie hier am Kolbendeck zu sehen, sieht man hier die Ventiltaschen. Die Ventiltaschen werden bei uns ausschließlich bearbeitet, um den minimalen Abstand zwischen Ventil und Kolben zu gewährleisten. Das Ventil öffnen und die Kolbenbewegung überschneidet sich dann natürlich und dadurch könnten hier rohe Schmiedeflächen einen minimalen Abstand nur mit großem Aufmaß gewährleistet werden. Durch das Bearbeiten ist das natürlich ein zusätzlicher Aufwand, aber trotzdem können dadurch wieder die Gewichte reduziert werden. Also mit diesen 4 Punkten sprechen wir von den Ventiltaschen. Und weiter zu den Ringen am Kolben. Die Ringe, hier gibt es verschiedene Designs. Zum Beispiel bei diesem Design sieht man einen 3-Ring-Kolben, wobei die ersten Ringe unsere Kompressionsringe sind. Der 3. Ring in diesem Fall, der größere Ring, ist der Ölabstreifer, welcher das Öl im unteren Bereich hält und nicht in den Brennraum übertreten lässt. Bei Motorsportanwendungen wird der Stegbereich nochmals reduziert bis zu 2 Ringen. Nicht nur im Motorsportbereich, sondern auch unsere Offroad-Motocross-Modelle verwenden dasselbe Design. Dadurch kann der Kolbensteg nochmal reduziert werden, es kann nochmals Gewicht eingespart werden, oszillierende Massen, bewegte Massen werden reduziert und dadurch kann im Folgeschluss auch wieder mehr Leistung generiert werden. Die Hauptmerkmale am Zylinder sind die Verdichtung, die Beschichtung der Lauffläche und auch die Kühlung. Bei der Verdichtung geht es hier hauptsächlich um den Höhenaufbau. Durch den Höhenaufbau kann die Verdichtung eingestellt werden und dadurch ist dieses Höhenmaß am Zylinder sehr wichtig. Die Beschichtung im Innenbereich ist für die Reibleistung und für den Verschleiß wichtig. Hier verwenden wir zum Beispiel einen Aluminiumzylinder mit einer Laufbeschichtung, welche den Verschleiß reduziert und die Reibung auf einen optimalen Wert reduziert. An der Beschichtung sieht man hier einen Kreuzschliff. Die Beschichtung wird aufgetragen nach einer Vorbearbeitung, also der Zylinder durchschreitet hier mehrere Arbeitsschritte, angefangen von Rohteil, dann weiter zum Beschichten der Außenfläche, weiter zur Vorbearbeitung, das ist zum Beispiel diese Deckfläche, der ganze Zylinderhals, bis auch die Innenbearbeitung, die vorbearbeitet wird. Die wird jetzt auf ein größeres Maß, wie später notwendig, bearbeitet. Dann wird die Innenbeschichtung aufgetragen. Die Innenbeschichtung liegt bei ungefähr 120 mm maximal. Und im Nachhinein muss diese Beschichtung nochmal gehont werden. Dadurch entsteht der Kreuzschliff. Durch den Kreuzschliff bekommt man eine optimale Oberfläche, um auf der einen Seite das Öl auf einer feinen Oberfläche abzustreifen, auf der anderen Seite aber auch in den feinen Poren das Öl zu halten, um eine gute Schmierung zu gewährleisten. Das Verdichtungsverhältnis ist das Verhältnis von meinem gesamten Brennbereich, das heißt, oder von meinem gesamten Volumenbereich, wenn mein Kolben im unteren Totpunkt steht und nach oben bewegt wird. Dann ist das jetzt mein maximaler Bereich der Brennkammer bis zum verdichteten Bereich im Zylinderkopf dann entsteht ein Restvolumen. Das Verhältnis daraus ist unser Verdichtungsverhältnis. Das Verdichtungsverhältnis sollte hierzu optimal ausgelegt sein und entsteht durch verschiedenste Bauteile. In diesem Fall, wie auch beim Kolben, die Verbindung zur Kurbelwelle und Pleuel durch Höhen im Zylinder. Und diese müssen so genau wie möglich bearbeitet werden, um das Verdichtungsverhältnis so exakt
und konstant wie möglich in einer Serienproduktion zu halten. Am Brennraum ist es hauptsächlich wichtig, eine saubere Oberfläche zu haben. Noch viel wichtiger ist am Brennraum aber die genaue Ausrichtung zwischen Brennraum und der Deckfläche. Die genaue Ausrichtung ermöglicht ein stabiles Zünden der Zündkerze und auch ein stabiles und konstantes Verdichtungsverhältnis. Die ersten Aufgaben, die einem einfallen, die jedem einfallen bei einem Öl, ist natürlich Schmieren. Dann kommt Kühlen dazu. Ein Öl muss aber auch dafür sorgen, dass der Motor leise läuft, ruhig läuft. Was Umgebungsgeräusche, die sollen reduziert werden durch das Öl. Es kommt dazu, dass Säure beispielsweise, die durch Benzin, durch Verbrennung und so weiter in einem Motor entsteht, die muss neutralisiert werden. Auch das ist eine Aufgabe vom Öl. Das Öl muss Schwebstoffe, Schmutzpartikel und so weiter im Motor, die durch Verbrennung entstehen können oder über den Luftfilter sogar eingesaugt werden, muss es binden können und abtransportieren zur Ölfilterpatrone, also dass es halt aus dem Ölkreislauf wieder rauskommt. Das sind so die hauptsächlichen Faktoren, die ein Öl hat. Ein Öl hat aber auch noch viele, viele andere Faktoren. Wenn du die aufzählen wolltest, beispielsweise für eine Norm, die so ein Automobilhersteller rausgibt, dann kommst du bis auf 50 verschiedene Faktoren, die gefordert sind von einem Öl. Da gehört dann dazu, dass es verträglich sein muss mit beispielsweise den Materialien, den Metallen. Früher gab es lackierte Ölwannen, dann durfte es den Lack in der Ölwanne nicht ablösen, weil der führt ja zur Verstopfung und. Also da gibt es ganz unterschiedliche und ganz vielfältige Aufgaben, die das Öl erfüllen muss. Nebst dem, dass es natürlich pumpbar sein soll, schmieren soll, kühlen soll, also diese normalen Anforderungen, die jeder hat. Aufgrund dieser Anforderungen, die ans Öl gestellt werden, ist es aber auch unheimlich wichtig, dann die Empfehlung des Fahrzeugherstellers, des Motorenentwicklers zu befolgen in Bezug auf den Ölwechsel, auf das Intervall, in Bezug auf die Viskosität und die Ölqualität, die gefordert wird. Die überlegen sich das ja nicht aus Spaß. Also wir sagen beispielsweise auch immer, die Empfehlung für den Motor kommt vom Entwickler, die kommt nicht von uns. Wir erfüllen diese Empfehlung. Dementsprechend rate ich auch jedem Endverbraucher, nicht einfach hinzugehen und zu sagen, was die sich da denken, ich mache jetzt das rein, was ich schon immer gemacht habe. Die Motorentechnologie hat sich so stark weiterentwickelt. Und wenn wir denken, vor 20 Jahren hat man einen 20 W50 oder einen 15 W40 als Viskositäten eingesetzt, oft mineralische Basis. Das mag heute an der einen oder anderen Kupplung super sein und funktioniert, aber viele Leute vergessen im Zylinderkopf mit der Nockenwelle, da hat sich einfach so viel getan. Wir haben heute nicht mehr 7.500 Umdrehungen, wir haben 14, 15, 16.000 Umdrehungen und das muss das Öl auch erfüllen können und dann funktionieren so alte Sachen nicht mehr. Also da sollte man wirklich dem folgen, was die Entwickler empfehlen und vorschreiben, weil die haben sich was dabei gedacht. Ja, wir haben bei unseren Motoren eine Druckumlaufschmierung. Wir saugen zumeist vom Sumpf ab und versorgen dann alle Schmierstellen, angefangen von Kurbelwelle, Bläuellager bis hoch zu den Lagerstellen der Nockenwelle. Die Ventile in der Ventilführung selber werden nicht zwangsbeölt. Diese erfolgt über Dämpfe, die natürlich im Motor entstehen bei Öltemperaturen von 140 Grad. Verdampft ist natürlich auch ein gewisser Dampfanteil in der Luft in einem Motorgehäuse und die werden somit über den Dampf mitgeschmiert. Ja, einerseits wird die Hauptkühlung funktioniert über das Kühlwasser. Wir haben eine Wasserpumpe im Motor verbaut, eine intern geführte Wasserpumpe, sprich keine externe, wie man sich beim Auto, wie die meisten aus dem Autosektor kennen, wo ein großes Kunststoffgehäuse irgendwo angeflanscht ist, sondern bei uns läuft die Kühlung direkt über eine Welle, zumeist ist es die Ausgleichswelle, dann kommt ein Wellendichtring und dann das Wasserpumpenrad. Dies lässt das Wasser mit ca.
120 Liter pro Minute im Motor zirkulieren und umspült als erster den wichtigsten Bereich. Die Hauptkühlung erfolgt im Zylinder, im Mantel des Zylinders erfolgt die Hauptkühlung und dann wird das Wasser weitergespült in den Kühler und im Kühler wird durch den Fahrtwind das Wasser wieder auf einen akzeptablen Bereich, sprich zumeist zu 90 Grad ist so circa die Betriebstemperatur vom Kühlwasser, wieder runtergekühlt. Zudem haben wir einen Öl-Wasser-Wärmetauscher, wie der Begriff schon schön sagt. Er tauscht die Differenztemperatur zwischen Kühlwasser, welches immer kühler ist als das Motoröl, tauscht er aus und sorgt somit für eine Kühlung des Öls. Ich glaube, das jetzt schnell zu sagen ist relativ schwer. Es ist in allen Bereichen sehr, sehr, sehr viel Detailarbeit. Also es steckt da angefangen, weil wir zuerst gesprochen haben, natürlich von der Auslegung der Steuerzeiten, aber dann, wenn man auch weitergeht, Kanalgestaltung, Brennraumgestaltung, Verdichtungsverhältnis. Das Geheimnis ist auch einfach, dass der Motor immer gut brennt, sozusagen in allen Bereichen, auch in Teillastbereichen und dadurch dann auch gut abstimmbar ist. Und natürlich geht es weiter Richtung Abstimmung des Ansaugsystems, des Auspuffsystems, dass es auch richtig zusammenarbeitet, dass man eben diesen Spagat schafft, in diesem doch sehr großen Drehzahlbereich überall den Motor so stark wie möglich zu machen. Und wir haben es eben mit Detailarbeit an diesen ganzen Bereichen über die Jahre geschafft, dass man auch mit Steigerung der Spitzenleistung auch immer im unteren, mittleren Bereich große Fortschritte macht, wobei wir immer sagen, Fokus liegt auf unten Mittel schon mittlerweile, aber die Motoren müssen natürlich fast auch oben trotzdem immer noch ein bisschen stärker werden. Gibt es mehrere Anhaltspunkte. Ne? Das eine ist, will ich den Grundmotor oder kann ich den Grundmotor gleich lassen und muss meinen Verbrauch senken, dann wäre der erste Schritt die Sekundärübersetzung. Weil Sekundärübersetzung länger zu übersetzen, heißt auch nie mit der Drehzahl runterzukommen und dementsprechend brauche ich dann weniger Sprit. Das heißt, das, was der Kunde nicht freiwillig macht, dass er in den nächsthöheren Gang fährt, das zwingt man ihm dann mehr oder weniger auf. Das wäre das eine. Dann gibt es noch andere Möglichkeiten, den Verbrauch zu senken. Was sehr hilfreich ist, ist die Motortemperatur wärmer zu fahren. Weil durch die höhere Motortemperatur habe ich geringere Reibung, habe bessere Gemischaufbereitung und dementsprechend habe ich auch einen Verbrauchsvorteil. Du hast gesagt, auf Leistung dürfen wir nicht verzichten, gell? Okay. Was gibt es noch? Ja, Reibungsminimierung im Motor, im Antriebsstrang, im Getriebe. Überall die letzte Nuance noch rausholen. Luftwiderstand, großes Thema, weil der Luftwiderstand ist ja quadratisch zur Geschwindigkeit. Ne? Wenn ich da jetzt wie ein Kühlschrank durch die Gegend fahre, brauche ich natürlich mehr Sprit, als wenn ich windschlüpfrig bin. Ne? Der große Punkt ist ein Verbrauch und die Emission. Wenn ich im Zweitaktmotor das Leistungsgewicht sehe, ist das natürlich unschlagbar. Bezogen auf eine Entwicklung wäre es natürlich das Schönste, wenn man immer nur am Gewicht arbeiten kann, beziehungsweise da gibt es dann auch Limits, oder auch an der Leistung. Nebenbei gibt es aber immer eine Homologation, Emissionen, Lautstärkeneinschränkungen und so weiter, die auch zu beachten sind und auch einzuhalten sind. Dabei ist die Emission und auch der Verbrauch ein ganz großer Wert, der uns in der Entwicklung auch beschäftigt. Und hier ist es um einiges einfacher, einen Viertaktmotor zu homologieren. Der Unterschied für einen Fahrer von einem Zweit- und Viertaktmotor ist im Wesentlichen das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich bei dem Viertaktmotor. Man hat schon so circa ab 2.500 bis 3.000 mindestens 60% vom Maximaldrehmoment anliegen an der Kette. Und somit hat man ein langes
und gleichmäßiges Drehzahlband, was die Fahrbarkeit natürlich positiv beeinflusst. Und dies ist meiner Meinung nach der größte Vorteil eines Viertaktmotors. Und dies ist aber auch eine Frage des Anwendungsbereichs natürlich von einem Motor. Im Offroad-Bereich mögen viele Fahrer gerne ein großes Drehzahlband, ein Zweitakter dreht doch ein bisschen höher und fahren den Motor dann nur im oberen Drehzahlbereich. Speziell bei Viertaktmotoren, welche ihre Hauptanwendung auf der Straße haben, ist ein fahrbares und ein konstantes Drehmomentbereich eigentlich die größte Stärke eines Viertaktmotors. Beim Viertaktmotor sehe ich die Vorteile schlicht und ergreifend darin, dass im Laufe der letzten, das müsste ich im Geschichtsbuch nachlesen, aber 100 Jahre einfach von so vielen Firmen, von so vielen Zulieferbetrieben, von so vielen Menschen so viel Know-how aufgebaut worden ist, dass der heute einfach auf einem wirklich guten Stand ist. Da haben so viele schlaue Menschen sich Gedanken gemacht, wie kann ich noch 0,1% mehr Wirkungsgrad rausholen, wie kann ich das Ansprechverhalten verbessern. Und das genießen wir dann einfach im Sattel, dass wir eine wirklich unglaublich ausgereifte, tolle Maschine unter uns haben, die jeder Motorradfahrer, der schon länger dabei ist, auch, wie soll ich sagen, diesen Fortschritt auch bewundern kann und miterlebt hat. Jeder weiß, wie das vor 10, vor 20, vor 30 Jahren sich noch angefühlt hat. Und dieses hohe Maß an Entwicklungspower, die da reingeflossen ist, die genießen wir jetzt alle. Und das ist, glaube ich, der Vorteil dieses Ding, dass da so viele Menschen daran gearbeitet haben schon. Ja, uns als Motorenentwickler stehen natürlich schwierige Zeiten bevor. Jetzt kommen wieder neue Abgasnormen, wo es extreme Herausforderungen für uns mitbringen. Ich sage das trotzdem positiv. Ich glaube, dass der Verbrennungsmotor, der Viertaktmotor, noch lange auf der Straße laufen wird und wir auch noch ein enormes Potenzial haben, unseren Wirkungsgrad zu optimieren und gleichzeitig auch die Performance, Abgaswerte und Fahrbarkeit zu verbessern, immer noch wirklich Potenzial da ist. Man glaubt nicht, Jahr für Jahr findet man immer wieder Sachen, wo man sagt, das hätten wir nicht gedacht, vor 2 Jahren so eine Steigerung machen zu können. Sieht man wieder an der alten Super Duke zur neuen jetzt, die in diesem Modelljahr rausgekommen ist. Von der Fahrbarkeit ein extremer Wurf unserer Meinung nach. Die Fahrbarkeit ist, man fährt das Fahrzeug wie ein kleines Motorrad und wenn man den Hahn mal ordentlich aufdreht, kommt trotzdem noch richtig was an am Hinterrad. Und das Ganze, obwohl wir Euro 5 Abgaswerte erreichen müssen. Somit bin ich äußerst positiv gestimmt und glaube, dass der Viertaktmotor eine rosige Zukunft hat und wir sicher noch mit viel Arbeit und Know-how große Schritte vorwärts machen können. Ja, und ich denke mir hier in der Garage, das ist der Gastrobetrieb in unmittelbarer Nähe zur KTM Motorhall, ist schon dutzendfach die Diskussion geführt worden, was wohl der geilste Viertaktmotor ist. Einzylinder, Zweizylinder, V2 Reihenmotor, Vierzylinder, Viertaktmotor, was auch immer. Und da könnt ihr die Diskussion gerne fortsetzen. Unten drunter, was war das geilste Motorenkonzept, das ihr je gefahren seid? In welchem Motorrad war das? Postet das gerne unten drunter. Dann schauen wir mal, wer mit seinem Motorenkonzept unten drunter die meisten Daumen hoch kassiert. Auf alle Fälle hoffe ich, dass wir mit unserem Video auch ein paar Daumen hoch kassieren. Vielen Dank für eure Wertschätzung. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge von Motorradtechnik im Detail von 1000 PS TV auf 1000 PS TV aus der Motorhall. Tschüss!